Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier in den zukünftigen Räumen der Brickworld. Und wie ihr jetzt schon sehen könnt, die Wände sind raus, es ist alles soweit leergeräumt und das ist jetzt die finale Größe des zukünftigen Brickworld Raums. Wie gesagt, das sind ungefähr 120 Quadratmeter. Die Kabel müssen noch wegkommen, aber ich habe jetzt wohl doch einen Elektriker gefunden, endlich, der gar nicht so weit weg von hier ist, weil ich habe euch, glaube ich, in einem anderen Video schon erzählt, dass unser eigentlich örtlicher Elektriker krank ist und frühestens in 4-5 Wochen das hier machen könnte. Und ich habe jetzt glücklicherweise doch noch einen anderen Elektriker ein paar Orte weiter gefunden, der das wohl hier machen wird demnächst. Ich hoffe nächste Woche. Aber ich zeige jetzt euch jetzt erstmal, wie schön leer es hier ist. Da hinten ist noch ein bisschen Schutt. Das habe ich alles zusammengekehrt. Das war eine super schöne Staubwolke hier drin, als das alles zusammengekehrt wurde. Aber ihr seht jetzt, dass alles raus ist soweit. Wie gesagt, der Elektriker muss kommen. Die Wände werden hier noch hübscher gemacht natürlich, da wo eben jetzt die Trockenbauwände drin waren. Das muss natürlich alles noch hübscher gemacht werden. Dann muss natürlich, wie gesagt, gestrichen werden und der Boden nochmal gegossen werden. Aber das hier ist die Zukunft der Brickworld. Ihr seht dort hinten auch noch 2 Kartons stehen, dazu kommen wir gleich. Und zwar möchte ich euch heute in diesem Video nicht nur zeigen, wie das Ganze hier aussieht, sondern eben auch noch eine Kleinigkeit machen, die ich einfach machen möchte. Und zwar möchte ich heute einfach mal testweise unseren Gleisplan hier mit den echten Gleisen auf dem Boden umsetzen. Einfach um euch mal zu zeigen, wie groß das Ganze wird und auch um euch zu zeigen, wie das Ganze ungefähr aussehen wird. Wir haben hier noch ungefähr die Markierung von der alten Brickworld, also das hier ist die Größe des Tisches, wie die Brickworld momentan aussieht. Und dann werden wir jetzt einfach mal testweise da hinten die Gleise auflegen, wahrscheinlich ein bisschen mehr in diese Richtung gerutscht, weil wir da hinten wegen den ganzen Kabeln gerade nicht ganz nach hinten kommen. Aber ich bin auch selber gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ihr hoffentlich auch. Ich glaube, es sind ungefähr 23, 24 Meter Gleisstücke, obwohl das natürlich gar keine geschlossene Strecke wird. Aber das wird dann hoffentlich im November hier entstehen und heute werden wir einfach mal testweise die Gleise auflegen, einfach mal zum ersten Mal so richtig zu sehen, wie das Ganze in real aussehen könnte. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Cut und fange hier mal an, die Gleise auf dem Boden zu realisieren und bin gespannt, wie viel Platz das hier wirklich einnehmen wird. So, ich habe jetzt erstmal ganz grob angefangen, an der linken Seite die einzelnen Gleispositionen zu bestimmen, eben mit den 48er Platten. Ihr seht ja hier ist mein Gleisplan auf dem Laptop und das ist wirklich die Größe der Eisenbahnschiene. Das heißt, wir haben hier Gleis 1 und 2, Gleis 3 und 4, Gleis 5, dann das Durchfahrtsgleis, dann ein bisschen mehr Abstand, Gleis 7, denn es wird ja mitgezählt, soweit ich weiß, und Gleis 8. Und da hätten wir dann einen großen Bahnsteig, hier einen großen Bahnsteig, hier einen großen Bahnsteig. Und hier ist dann der Bahnsteig, wo dann hier das Bahnhofsgebäude anfangen wird. Und das ist jetzt erstmal, um grob die Abstände zu bestimmen. Ich glaube auch der Abstand zur Wand stimmt fast, aber ich glaube, es kommt noch ein bisschen näher hier rüber. Später dann, wie gesagt, die Tische kommen ja noch. Und jetzt mache ich mal mich daran, den restlichen Gleisplan hier mal hinzulegen. Einfach um mal ein Gefühl zu bekommen, wie das Ganze dann mal aussehen wird, wenn es hier auf den Tischen sein wird, bei der ersten großen Erweiterung der Brickworld. Da bin ich selber gespannt. Da werden wir später natürlich auch einiges zu tun haben mit eben den ganzen Bahnsteigen und dem ganzen Unterbau und Begrünung etc. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache und ich lege jetzt mal hier den kompletten Gleisplan auf. Okay, ich mache mal noch einen Zwischencut. Ich sage euch mal, das Ganze wird groß, denn das hier sind jetzt tatsächlich erstmal nur die Geraden, bevor es dann jetzt hier zur Verengung geht, dass wir hier auf 3 Schienen kommen. Und wenn ich jetzt, da bin ich fast das Kabel geflogen, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen zurückgehe, sieht man, dass das auch in diesem Raum gar nicht so klein aussieht. Ja, ich glaube, das wird eine große Brickworld auf jeden Fall. Man merkt tatsächlich erst wirklich, wenn man hier so ein bisschen dran in der Realität arbeitet und nicht nur alles digital plant. Also ich mache jetzt den Rest wirklich noch an, also die ganzen vor allem Weichen und so weiter, um das Ganze hier zusammenzuführen. Da bin ich gespannt. Also wir kommen doch tatsächlich, wie ich gedacht habe, ungefähr bis dahin. Und ja, ich mache es jetzt fertig, wirklich fertig. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal in der Realität komplett an, wie das dann später auf dem Tisch aussehen wird. Und hier nochmal als Erinnerung der Gleisplan, den kennt ihr jetzt inzwischen, denke ich schon. Das Blaue hier unten ist die Größe des Bahnhofs
Und jedes von diesen großen Quadraten ist eine 48er Baseplate rein theoretisch. Und das ist die Gleisanlage, die wir in der ersten Gleiserweiterung, das ist eigentlich keine Erweiterung, die erste Erweiterung mit Gleisen machen wollen. Und ich habe das Ganze jetzt tatsächlich umgesetzt. Hierbei nochmal vielen, vielen Dank an meinen Sponsor hier, der mir sehr, sehr entgegengekommen ist, an Trixbricks. Ist eine Firma aus Polen, kennt ihr vielleicht, könnt ihr gerne mal raufklicken. Die haben einfach super tolle Schienen, kompatible Schienen für Lego-Schienen, mit denen man eben auch diese tollen Weichenkonstruktionen machen kann. Hier gibt es diese Dreierweichen etc., diese Kreuzweichen. Wir schauen uns gleich an. Und das Ganze in der Realität sieht dann so aus und ihr seht, es nimmt doch schon einiges an Platz ein. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen raus. Schaut es euch mal an, man sieht's, es nimmt tatsächlich einiges an Platz ein. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Und es sind tatsächlich ungefähr 24, 25 Meter Schienen. Ist jetzt natürlich ein bisschen wellig, weil eben das Ganze nicht fixiert ist. Es ist ja nur hinten fixiert. Aber grundsätzlich passt das von den ganzen Abständen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es aussieht. Ich finde, es ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr seht schon, wenn man hier entlang läuft, es ist einiges an Wegstrecke. Wie gesagt, das hier ist ein 48er Baseplate, dann seht ihr auch, wie groß das Ganze ist. Der langwierige Plan ist, dass man tatsächlich dann die Schienen hier weiterführt, vielleicht ein Gleis noch hier rüber führt irgendwann, um dann zum Beispiel noch eine S-Bahn-Haltestelle zu machen. Die anderen Gleise werden dann irgendwann dort hinten unterirdisch gehen, eben genauso wie hier drüben wird das Ganze auch unterirdisch mal irgendwann reingehen und dann führen wir das Ganze unter dem Tisch irgendwie zurück, damit wir auch wirklich einen geschlossenen Kreis haben, wo die Züge dann später fahren können. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der größten Bahnhöfe, die ich so mal gesehen habe. Wie gesagt, hier drüben fehlt ja auch noch das ganze Zusammengeführte. Aber ich bin sehr zufrieden. Wir können uns mal anschauen aus der Nähe. Wie gesagt, es sind 8 Gleise, von denen 7 zur Personenbeförderung sind. Und das hier ist eben das Durchfahrtsgleis. Und diese 3 Gleise gehen dann, wie gesagt, einfach gerade durch weiter. Wir haben hier die ganzen Kreuzungen, mit denen wir eben die Möglichkeit haben, von jedem Gleis zu jedem Gleis zu kommen. Wir können also locker von da nach da drüben überall fahren, aber auch nach da oder nach da, genauso wie andersrum. Also in der Konstruktion, die hatte ich ja mit euch zusammen damals vor einigen Monaten digital entwickelt, ich glaube in 4, 5 Versionen. Und das ist jetzt tatsächlich das Ergebnis in der Realität. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie so Ideen sich realisieren lassen. Es kam auch ab und zu die Frage auf, wie das später mal laufen wird. Ja, der Plan ist tatsächlich, dass das Ganze irgendwann digitalisiert wird. Das heißt, dass die Steuerung der Weichen etc. über einen Computer passieren wird, aber das ist eine Sache, die noch in weiter Ferne ist. Das braucht man tatsächlich erst, wenn tatsächlich der Schienenkreis geschlossen ist. Aber so ist auf jeden Fall schon mal einiges getan, um hier voranzukommen. Wir werden einige Updates später brauchen, um das alles hier hübsch zu machen und so. Aber ihr seht jetzt schon mal die Ausmaße, weswegen ich tatsächlich, glaube ich, nicht umsonst als Untertitel für das Logo in der Brickworld, Building a Bigger World, Bricker World wäre auch eine schöne Geschichte, Building a Bigger World habe. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob das der Untertitel ist. Es ist spät abends oder spät nachts, ich bin ein bisschen durch. Tatsächlich war ich nämlich heute ungefähr 4 Stunden im Krankenhaus mit unserem kleinen Sohn, der den RS-Virus hat. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass es momentan deutlich herumgeht und ja. Ja. Zurück zum eigentlichen Thema. Das ist die Schienenanlage, wie sie dann in der ersten Erweiterung stehen wird. Das heißt, ihr seht hier noch die Grenze der Brickworld. Das heißt, wir haben hier dann Brickworld. Dann haben wir hier ungefähr 1,20 Meter, glaube ich, ein bisschen mehr Lücke sozusagen, dass wir hier so ein U haben. Und dann wird hier drüben der nächste Tisch anfangen. Das heißt, man kann hier locker dann so reinlaufen, sich hier alles anschauen, was so unterirdisch ist, relativ nah an die Gleise gehen, nämlich im Prinzip ja, bis hier hin. Kann sich hier jetzt alles schön anschauen, am Bahnhof vorbei, der natürlich dann hier stehen wird. Und dahinter, hinter den Gleisen wird dann noch eine 32er Baseplate-Reihe sein, um da hinten noch ein bisschen was zu verschönern, beziehungsweise um dann die Möglichkeit zu haben, wenn man dann hier drüben steht, kann man dann, ich glaube, das Ganze muss noch ein Stück rüber, ich habe es nicht ausgemessen jetzt, dass man eben dann hier stehen kann, dann kann man hier unten unterm Tisch reinschauen und dann kann man hier unten in den Gang schauen, der dann in den Bahnhof führt, eben die Unterführung. Und dann sieht man dann am Ende sozusagen auch die Rolltreppen, die ja noch geplant sind und die Treppen, die ja im Bahnhofsgebäude sind. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Geschichte. Dann würde ich sagen, das
war es für das heutige Video. Ich wollte es einfach mal hier wirklich mal ausprobieren, wie es in der Realität aussieht, ob auch alle Teile da sind. Nicht, dass ich dann irgendwann das große Video machen möchte, wo wir anfangen, das auf den Tisch zu bauen und dann fällt mir auf, hey, mir fehlen ein paar Elemente, aber ich habe tatsächlich alles bestellt. Es kam auch alles und wie gesagt, es sind ungefähr 24, 25 Meter Gleise hier. Also glaubt man ehrlich nicht, aber dadurch, dass es eben 8-spurig da hinten ist, kommt da einiges zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier wird hoffentlich bald der Elektriker kommen, dann können wir hier endlich mal richtig weitermachen. Und vielleicht kommt diese Woche noch ein Update-Video oder irgendwas anderes. Schauen wir mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Werbebauen, bleibt natürlich gesund. Und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss!